Mein Name ist Dieter Gnaas. Ich bin seit 3 Jahren im Ruhestand, habe bis dahin beim Deutschen Institut für Erwachsenenbildung gearbeitet und bin jetzt unter anderem auch noch an der Universität Duisburg-Essen als Lehrender tätig. Mein Schwerpunktfach seit 30 Jahren ist da und auch überhaupt Qualitätsmanagement. Und das ist der Grund, warum ich bei der ÖZ-Akkreditierungsgruppe bin. Die Abgrenzung von Veranstaltern in Bildung und Nichtbildung ist eine schwierige Frage. Wir haben Veranstalter, die durchaus nichts Verbotswürdiges tun, aber dennoch keine Bildungsanbieter sind. Und diese Abgrenzung erfolgt nach mehreren Kriterien. Wir haben auf der einen Seite den Gesamtauftritt der Einrichtung im Internet oder in den entsprechenden Prospekten. Wir gucken, ob sie reißerische Werbung macht, ob sie also beispielsweise verkündet, sie könnte Wirkungen erzielen, die unrealistisch sind. Wir gucken dann aber auch positiv, ob diese Veranstalter nach dem AIDA-Prinzip handeln. Das ist jetzt sozusagen etwas formelhaft die Auflösung für 4 Kriterien. Das erste Kriterium ist, dass die Veranstaltungen einen Anwendungsbezug haben sollten. Das zweite ist, dass sie im Interesse der Teilnehmenden passieren. Das heißt, die Teilnehmenden sollten nach der Veranstaltung mehr Handlungsspielraum haben, mehr Wissen, mehr Können und sollten sozusagen ihre Persönlichkeit besser entfalten können. D steht für Didaktik, das heißt, dass die Veranstaltungen methodisch so aufbereitet werden, dass das Lernen der Teilnehmenden erleichtert wird. Und A, in der heutigen Zeit vielleicht einer der zentralen Aspekte ist, dass die Veranstaltung aufklärerisch sein soll. Das heißt, sie soll Ideologien, politische Verbrämungen, Legenden entlarven helfen und somit ganz im Sinne des traditionellen Bildungsbegriffs, im Sinne sozusagen der Aufklärung tätig werden. Insgesamt gucken wir also nach all diesen Kriterien, wie der Gesamteindruck des Veranstalters ist und entscheiden dann, manchmal nach sehr langwierigen Diskussionen, nach pflichtgemäßem Ermessen, ist es nun im Sinne des ÖZ oder nicht.